mach Platz. Party auf 4 Rädern. Überwältigend. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Mein Name ist Lucky Bastard, weil ich heute als einer der ersten Journalisten überhaupt den neuen Lamborghini Huracan Tecnica fahren darf. Das ist jetzt hier noch ein Prototyp. Ich meine, die Formsprache sagt es, was es ist. Und was soll hier drunter anderes lauern als ein Stier? Aber der Tecnica ist trotzdem nicht einfach nur ein Facelift, sondern ein neues Modell. Der platziert sich zwischen dem Evo und dem STO. Das heißt also, er ist ein bisschen kompromissloser sportlich, aber nicht so extrem wie der STO. Der Wagen ist deutlich gefälliger optisch. Gleichzeitig ist er aber, wenn man die mit dem Ur-Huracan vergleicht, wie der mal aussah, der ja noch eher wie ein Gallardo und Murcielago so diese Optik aus einem Block hatte, ist der Wagen hier viel abgefräster, viel skulpturierter, der hat viel mehr Sicken, viel mehr Details, hier passiert viel mehr. Was zum Beispiel ein Unterschied ist, die Luft, die hier reinströmt, die erzeugt zum einen Anpressdruck, aber gleichzeitig wird die Luft hier durch an diesem Frunk, an diesem vorderen Gepäckfach vorbeigeleitet und drückt durch die Bremsen, durch die Bremsscheiben die Luft raus für mehr Kühlung. Gleichzeitig auf der äußeren Seite die Luft, die anströmt, kühlt die Reifen. Hier an der Seitenpartie findet sich so ein bisschen diese Form, die man schon beim Lamborghini Essenza gesehen hat. Also auch da hat man noch mal ein bisschen das Design überarbeitet. Hier geht wieder massiv Luft rein, um die Räder anzufüttern. Und was dann auch neu ist, der Wagen hat eine richtige, echte Heckscheibe. Und was jetzt hier noch nicht zu sehen ist, weil hier die Folie klebt, die Abdeckung für die Motorhaube ist aus Glas. Das heißt also, man kann da schön sich in einer ruhigen Minute hinter das Auto stellen, neben das Auto und den Motor bewundern, der ja schon ein Kunstwerk ist. V10 Saugmotor, 640 PS, 565 Newtonmeter Drehmoment. Und hier hinten das Heck, das sieht ebenfalls total extrem aus. Sicken, Kanten, Winkel und die hexagonalen, also sechseckigen Endrohre, auch die klares Unterscheidungsmerkmal zu den anderen Modellen. Außerdem hat er im Vergleich zum STO hier einen relativ bescheidenen Spoiler. Das ist so, der Huracan Tecnica hat 35% mehr Anpressdruck als der Huracan Evo, aber gleichzeitig 20% weniger Luftwiderstand hier hinten mit dem Spoiler. Weniger Luftwiderstand heißt am Ende also auch, der Wagen ist deutlich schneller. Und davon kann ich mich jetzt hier mal auf dem Testtrack in Nardo überzeugen. Lamborghini platziert den Huracan Tecnica zwischen dem Huracan Evo und dem STO. Und das heißt, der soll sozusagen beides können. Das soll der sportliche Daily Driver sein, aber auch das nahezu kompromisslose Track-Tool, eben nicht ganz so extrem wie der STO. Und ich muss sagen, ja, Alltagsauto, natürlich würde ich jetzt gerne zum nächsten Supermercado fahren hier in Italien, ein paar Snacks ins Auto laden und dann zum Strand fahren und einen kleinen Roadtrip machen. Aber jetzt ist ja gerade mal November 2021. Ich bin einer der wenigen Privilegierten, die das Auto schon vorab fahren dürfen. Also sind wir hier in Nardo auf der Rennstrecke. Und das ist auch gut, weil ich hier natürlich im Rahmen meiner Fähigkeiten das Auto am hemmungslosesten kennenlernen kann. Und da muss ich aber auch sagen, das Auto kann mehr als ich. Ich habe mich jetzt hier langsam rangetastet. Heute Morgen war die Rennstrecke noch nass. Und da fand ich schon die Traktion des Fahrzeugs unglaublich. Mittlerweile ist die Strecke abgetrocknet und ich glaube, wenn ich hier einlenke, da fehlen immer noch ein paar Grad bis zu einem Lenkwinkel, der so einen Instruktor beeindrucken würde, und bei gleichzeitig viel zu wenig Druck auf dem Gaspedal. Hier am Ende auf der Start-Zielgeraden gibt es eine Linkskurve. Da knallen wir jetzt mal rein, also ich wahrscheinlich viel zu langsam. Man kann hier Tempo 300 draufkriegen, wenn man sich das traut. Und dann in die Kurve reinfahren, nur vorher am Lenkpunkt das Gas wegnehmen. Dann macht die ein bisschen zu und da kann man dann... Es gibt Instruktoren, die fahren wirklich bis zum letzten Punkt, bis zu dieser Kehre, wo ich jetzt bin, und bremsen die erst an. Ich muss schon einmal da bremsen, wo die zumacht. Und du merkst exakt, wie das Auto sich in der Balance bewegt. Und klar, man sagt immer, nicht mit eingeschlagenen Rädern bremsen.
An der Stelle geht es fast nicht anders. Und du merkst exakt, wie der Wagen sich verlagert, wie sich die Balance um die horizontale und die vertikale Achse bewegt. Und das ist einfach unglaublich. Und selbst auf Nässe ist hier so ein großes Vertrauen in den Wagen möglich. Ich meine, preislich bewegt sich das Ding irgendwo auf die 300.000 Euro zu. Und dann kommen vielleicht noch ein paar Extras rein. Und ich muss aber sagen, ich meine, ich fahre sicherlich vorsichtig. Das war jetzt blöd. Weil ich das Ding natürlich nirgendwo einklinken will. Delikat. Aber das Auto gibt dir so viel Vertrauen. Es lässt sich einfach an allem teilhaben, was es macht, an jeder Bewegung. Und trotzdem, ich bin jetzt immer noch im Strada-Modus. Ist es super direkt, soll ich sagen. Also du weißt, wie die Räder stehen. Du spürst, was da passiert. Vorhin bei der Nässe auch. Da ging mal hier die ESP-Leuchte an, aber es fühlte sich trotzdem nicht unsicher an. Das heißt also, das Auto hat gerade so ein bisschen angefangen zu arbeiten. Für mich war das harte Arbeit. Und jetzt kommt hier der nächste spektakuläre Punkt auf dem Racetrack. Oder auf dieser, es ist ja eine Teststrecke, es gibt keinen Startgrid. Hier ist diese lange Kurve. Und je schneller du hier rauskommst, da gibt es hier eine Kuppe. Da hebt sich das Auto richtig raus. Und wenn man dann schnell genug hier auf die nächste Kurve kommt, Kurve 11, ich glaube, ich bin jetzt schon zu langsam, dann kannst du den Wagen so richtig hier die Kompression kriegen. Und auch das fühlt sich aber super souverän an. Also das ist beeindruckend, wie sehr dich das Auto an seiner Dynamik, es hat ja kein Eigenleben, du steuerst ja alles mit den Pedalen, aber es ist erstaunlich, wie dich das Auto teilhaben lässt an dem, was es macht und kann. Bremsen sind einfach super direkt. Wir sind jetzt hier permanent die Stints im Wechsel gefahren mit anderen Redakteuren. Die Autos standen nur kurz vor dem Fahrerwechsel und du merkst da, ich mit meinen bescheidenen Fähigkeiten merke da kein Fading. Das Auto ist hier wirklich sehr belastbar. Ich gehe jetzt mal in den Corsa-Modus, dann geht ja gleich das Symbol los. Und das ist einfach so geil. Ein Saugmotor, 10 Zylinder, 640 PS, 565 Newtonmeter Drehmoment. Und das ist einfach nur eine Party auf 4 Rädern. Und nochmal unglaubliche Traktion. Und das Auto hat Hinterradantrieb. Also, aber trotzdem ist ja nicht der Punkt, wo man denkt, da passiert gleich was Blödes. Ich denke, mit meinen bescheidenen Fähigkeiten bin ich noch weit weg von dem, was das Auto kann. Und im Corsa-Modus, du siehst, wie das hier wippt, wie viel straffer der ist. Also die Spreizung zwischen den Fahrstufen ist gewaltig. Aber auch das, obwohl das schon ein bisschen extrem ist, wenn das so rüttelt hier im Wagen, fühlt sich immer noch vertrauensvoll und sicher an. Dieser Wagen ist so unglaublich potent und so leicht zu fahren. Das ist wirklich, ja, es ist eigentlich fast schon zu leicht für das, was es ist, für die Leistung, die hier verfügbar ist. Also ich muss sagen, das war überwältigend. Was am meisten beeindruckt ist, die Balance, die dir der Wagen, also die eigene Balance, die du bei der Arbeit auf den Pedalen erfährst. Du bekommst wirklich exakt mit, wo der hin will, was der macht, wie der Aufbau sich bewegt. Und gleichzeitig gibt dir das Fahrzeug unglaublich viel Vertrauen. Du kannst immer noch ein bisschen mehr einlenken und noch ein bisschen eher aufs Gas. Ich bin jetzt hier 10 schnelle Runden etwa fahren in Nardo auf dem Handling-Track. Und ich habe mich so langsam vorher arbeitet. Wie gesagt, ich dachte schon, die Strecke war vorher nass, jetzt ist sie trocken. Du kannst ja ganz am Anfang eine richtig steile Lernkurve haben mit dem Auto. Und das Auto unterstützt sich dabei, weil es so mitteilsam ist. Und gleichzeitig geht alles leicht. Also ich würde klar sagen, wer, ich sag mal so 300.000 Flocken auf der hohen Kante hat und ein Track-Tool sucht und gerne fährt und auch gerne selber zum Track fährt, wer jetzt das Auto nicht trailern will, sondern wer auch einen alltagstauglichen Supersportwagen will, der ist hier auf jeden Fall sehr gut beraten. Das Auto ist wirklich phänomenal und die Spreizung Strada, Corsa, Sport dazwischen, das ist so extrem, aber du fühlst es exakt raus. Ja, der Wagen fährt einfach klasse, der ist super mitteilsam und gleichzeitig, wenn du überlegst, 640 PS, 565 Newtonmeter, nur Hinterradantrieb, dann schüchtert er dich trotzdem nicht ein, benimmt sich nicht wie eine Zicke, der bitcht nicht rum,
sondern der ist für dich da. Der arbeitet mit dir, der fährt mit dir schnell und das macht echt richtig viel Spaß. Von daher muss ich sagen, der ist richtig gut geworden.